Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian, wer mich noch nicht kennt, und ich bin zusammen mit Melanie wieder unterwegs. Und zwar sind wir diesmal am Rhein unterwegs und wir wollen uns heute einige Objekte anschauen, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und auch Ersten Weltkriegs hier eine Rolle gespielt haben. Und was das alles im Detail ist, seht ihr nach dem Intro. Also bleibt dran. März 1945, der Zweite Weltkrieg in Europa geht seinem Ende entgegen. Doch bevor die Alliierten weiter in das Deutsche Reich vordringen können, steht ihnen noch ein gewaltiges Hindernis im Weg: der Rhein. Die Stadt Wesel, einst eine der bedeutendsten Festungs- und Brückenstädte am Niederrhein, wird dabei zu einem der wichtigsten Schauplätze der letzten Kriegswochen. Nach massiven Luftangriffen liegt die historische Altstadt nahezu vollständig in Trümmern. Dennoch bereiten sich auf beiden Seiten tausende Soldaten auf die entscheidende Schlacht vor. In der Nacht zum 24. März 1945 beginnt schließlich die Operation Plunder. Unter dem Schutz eines gewaltigen Artilleriefeuers setzen britische, amerikanische und kanadische Truppen mit Landungsbooten und Amphibienfahrzeugen über den Rhein, während gleichzeitig tausende Fallschirmjäger im Hinterland landen. Rund um Wesel entwickeln sich erbitterte Kämpfe, bei denen innerhalb weniger Tage über den Fluss Brücken entstehen und der alliierte Vormarsch unaufhaltsam weitergeht. Ja, wie ihr schon im Hintergrund erkennen könnt, mächtiges Bauwerk. Und zwar sind wir hier an der Weseler Brücke. Wir waren hier schon vor Jahren schon mal gewesen und haben uns das ganze Objekt angeschaut. Und zwar ist das eine Rheinbrücke, die hier von 1872 bis 1874 entstanden bzw. gebaut wurde. Hier hinten ist der Rhein und man sieht hier natürlich die deutliche Zerstörung. Es ist eine Eisenbahnbrücke gewesen und die hat im Prinzip die Strecke verbunden zwischen Hamburg und Venlo und war sehr, sehr wichtig einfach. Und die Zerstörung, die wir hier sehen, die stammt aus dem Zweiten Weltkrieg. Denn die Deutschen haben diese Rheinbrücke natürlich zerstört, gesprengt, 1945 im März. Und damit die Alliierten natürlich hier nicht über den Rhein kommen und also zumindest nicht so schnell über den Rhein kommen, sich noch Zeit erkaufen konnten. Und sie wurde dann auch nie wirklich wieder aufgebaut. Ja, die Weseler Brücke, die war halt auch die letzte intakte Rheinbrücke damals im Zweiten Weltkrieg. Also man hat die dann am 10. März halt zerstört. Kurz vorher ist ja die berühmte Remagenbrücke, also Lundorf-Brücke, zerstört worden. Und hier haben die Deutschen halt noch wirklich abgewartet, bis sie dann auch diese Brücke zerstört haben. Und ist ja nicht hier unweit von der Stadt Wesel. Und die Stadt Wesel, die hat man ja auch massiv zerstört. Das war, glaube ich, mit einer der Städte, die also ich glaube zwischen 95 und 97% Komplettzerstörung. Also eine der Städte, die wirklich bis auf die letzten Grundmauern zerbombt wurde von den Alliierten. Und ist ja klar, ist hier, was heißt ist ja klar, es ist Ruhrgebiet und hier sind massiv viele Bomben halt niedergegangen. Und so dicht hier am Rhein wollte man halt auch sicher gehen, dass dann hier alles in Ruhe überschritten werden kann und die Alliierten halt so wenig wie möglich Verluste da noch kassieren, weil bis zu diesem Zeitpunkt gab es schon halt sehr massive Verluste, sodass die Alliierten auch punktuell vorangeschritten sind mit ihren Divisionen. Also haben sie solche kleinen Taskforce auch gebildet, wo halt immer nur ein, zwei Panzer mit ein bisschen Infanterie vorgeschickt wurde, um das alles zu erkunden, um halt nicht so massive Truppenbewegungen auch zu haben, um dann letztendlich wieder vor einer Rheinbrücke zu stehen, die schon zerstört ist. Und so ist man da ein bisschen punktueller vorgegangen und wollte das dann hier einnehmen.
Die Alliierten hatten dann auch hier, wie gesagt, Pech gehabt, haben dann aber am 23. März die Operation Plunder, wenn ich das richtig ausspreche, gestartet und haben dann hier eine massive Rheinüberquerung dann durchgeführt, auch mit Amphibienfahrzeugen und so weiter. Und im Vorfeld haben die auch noch mal ordentlich mit Artillerie hier alles Mögliche zerstört und rübergejagt. Und ja, das ist dann halt hier im Prinzip ein Relikt. Und wir gucken mal, ob wir hier entsprechend was erkunden können. Also wir sehen ja hier in der Mitte ist auch schon eine Zerstörung. Und hier gibt es auch noch so einen kleinen Vorbau. Ich vermute mal, dass man diesen Vorbau oder Anbau hier auch genutzt hatte, um hier zum Beispiel ja, die Sprengmittel vorzubereiten, um die Brücke dann letztendlich halt zu zerstören, dass man das hier gelagert hat. Ich muss mal eben eine Taschenlampe rausholen. Ja, gehen wir hier mal rein. Man sieht hier schon, das ist hier schon gut geschützt gewesen, der Bereich. Also hier war auch eine entsprechende Tür drin, dass das hier alles sicher war. Und man sieht ja hier diesen Vorraum, den konnte man schon gut nutzen. Ja. Hier hat man im Prinzip dann die Sprengmittel und so weiter schon mal deponieren können, um dann die Brücke auch entsprechend vorzubereiten. Hier gab es auch noch einen zweiten Zugang. Man sieht hier halt auch noch irgendwelche Aufbauten mit Ziegel. Vielleicht war das hier auch noch mal ein getrennter Raum. Oha, hier geht es sogar unten weiter irgendwie, aber es ist nur noch mal irgendwie ein separater Gang. Okay, hier von der Seite hat man zugemauert, also man kam hier im Prinzip von zwei Seiten rein. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir auch irgendwie zu dem Brückenkopf hier vorkommen, wo der eigentliche Übergang ist über den Rhein. Und ja, was man hier jetzt noch so sehen kann, also hier soll es auf jeden Fall noch irgendwie ein paar Bunker geben. Da müssen wir mal schauen, ob wir die finden. Und es gibt hier zwei Forts aus dem Ersten Weltkrieg oder noch vor dem Ersten Weltkrieg entstanden sind, um ja, sage ich mal, die Brücke und auch die Stadt Wesel entsprechend abzusichern, weil das ja hier schon immer militärisch auch eine Rolle gespielt hat, dass man hier den Zugriff auf den Rhein halt hat. Es ist auch, glaube ich, die nördlichste Brücke, die nördlichste Rheinbrücke gewesen, die man hier ja, gebaut hatte. Und das ist halt dieses Fort 1 und Fort Plücher, die etwas weiter rückwärtig liegen. Müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie was sehen können. Ich meine, Fort 1, das ist schon im Privatbesitz. Ich glaube, da kann man auch Führungen und so weiter machen. Das kann man sich nicht anschauen. Und bei dem Fort Plücher bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man da überhaupt ja, was sehen oder zeigen kann. Da müssen wir dann gleich mal gucken. Hier ist halt viel abgesperrt. Das ist alles hier Weidefläche. Da gehe ich jetzt auch nicht rüber. Aber wir können euch hier auf jeden Fall erstmal noch ein paar Bilder von der Brücke halt zeigen. Hier gibt es überall solche kleinen Schleichpfade, wo wir uns zumindest hier einen Teil der Brücke anschauen können. Also das sind wahrscheinlich irgendwelche Montagegänge, die unter der eigentlichen Brücke hergingen. Also für Instandsetzung nehme ich mal an. Oder für das Abfließen von Wasser, was sich vielleicht da oben gesammelt hat. Ich kenne mich nicht ganz genau oder gut aus im Bau von Brücken und was man damals beachtet hat. Wie gesagt, 1872 bis 1874 wurde das Ganze errichtet. Also man sieht hier teilweise betoniert und dann da oben geziegelt. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Beton jetzt hier zum Beispiel, ob das hier noch nachträglich dran kam im Zweiten Weltkrieg. Das kann ich nicht ganz beantworten, habe ich jetzt auch nichts Konkretes gefunden. Ich weiß nur, dass im rückwärtigen Bereich irgendwie noch ein Bunker ist. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas sehen.
Für was der dann auch genutzt wurde, ist auch schwer zu sagen. Ich weiß halt nur, dass in diesen Forts im Zweiten Weltkrieg auch so 200 Mann Besatzung abgestellt wurden, die hier das hier mit dieser Brücke sichern sollten, beziehungsweise die Sprengung auch vorbereiten sollten, dass man hier alliierterseits nicht über die Brücke halt kam. Ja, hier haben wir auch noch so einen Schleichpfad, der hier hochgeht. Dann kommen wir nämlich hier auf diese Seite, die hier zerstört ist. Hier sind in der Mitte überall noch Reste der Brücke auch zu sehen. Und es war ja auch, wie gesagt, im Rhein selber, war ja eine lange Zeit noch für die Schifffahrt blockiert gewesen, weil da auch noch große Teile der Brücke drin lagen. Ich meine, die hat man auch erst in den 60ern entfernt, Anfang der 60er. Ja, man sieht ja da fahren ja viele Schiffe durch. So, das sind hier so kleine Räumlichkeiten. Die sind auch zum Teil auch zu. Aber ich weiß nicht, ist das hier alles... Ach du Grün, geht ja richtig weit nach unten. Ja, hier hat man jetzt mal eine gute Aussicht jetzt in diesem Bereich. Also das sind sowieso die kleinen Kanäle. Da kann vielleicht mal einer in die Kommentare schreiben, für was das so im Einzelnen gewesen ist. Weil wie gesagt, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus. Hier sind nur solche kleinen Vorsprünge. Und dann kann man auch mal ein bisschen hier auf die Brücke schauen, wie das Ganze ausgesehen hat. Und man hat das auch so vorbereitet, habe ich gelesen, dass man, was in der Eisenbahnbrücke war, dass man die so ausstatten konnte mit Bohlen und so weiter, dass man dann halt auch mit regulären Fahrzeugen hätte drüber fahren können. Also wenn es dann irgendwie militärisch genutzt werden musste, dann konnte man das über die Schienen legen und dann konnte man dann halt hier auch so rüberfahren. Ja, auf dem Zuweg hier, Zufahrt zu der Brücke, ist hier dieser ominöse Bunker. Ja, das sieht man ganz deutlich hier. Und den haben sie auch nochmal ordentlich gesprengt. Ich vermute mal ganz stark, dass der hier nochmal so eine Art Sicherungsfunktion hatte. Und der kam auch erst zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Den hat man auf jeden Fall hier richtig zerbombt. Hier ist noch so die Grundstruktur. Aber drüben auf der anderen Seite geht es auch noch weiter. Da werden wir auch noch mal gucken. Aber hier, ihr könnt es hier erkennen, guckt noch ein bisschen Stahl raus. Also ich habe nicht ganz also ich habe schon recherchiert, aber nicht finden können, ja, für was, also welche Funktion der hier hatte. Gut, das ist alles hier späterer Natur. In umliegenden Höfen wahrscheinlich hier der ganze Müll. Hier sieht man auch noch ein... Ich glaube, hier kann hier eine Tür dran gewesen sein, wo der Baum hier rauswächst. Ja gut, da brauchen wir nicht weiter rumgraben. Ja, man sieht es hier auch noch mal ganz deutlich. Gucken. Ja, auch hier wird irgendwie eine Tür oder irgendeine Verankerung. Vielleicht ist ja auch hier eine Schranke gewesen, weil wir hier auf beiden Seiten im Prinzip Betonstrukturen haben. Dass die das hier noch mal richtig abgesperrt haben. Ja, das geht hier durch. Das ist aber alles so, also die einzelnen Schichten sind ja hier auch irgendwie gebrochen. Man hat hier wahrscheinlich einfach wieder nur eine Sprengladung rangehangen und das Ganze zur Detonation halt gebracht. Gehen wir eben hier hoch. Also hier unten alles. Also ich vermute mal, dass das hier eher noch eine Schranke gewesen ist. Und drüben dann halt der eigentliche Bunker. Naja, okay. Aber auf jeden Fall haben wir die Reste davon gefunden.
Ja, Leute, kommen wir zur nächsten Station hier in unmittelbarer Nähe, nämlich zu der Brücke, zu der Weseler Brücke, ist das ehemalige Rheinwiesenlager Bütterich. Also Bütterich ist ja ist ein Ortsteil, sage ich mal, oder eine Gemeinde bei Wesel, also gehört zur Stadt Wesel. Und ja, hier hat man jetzt noch ein Mahnmal errichtet zum Rheinwiesenlager. Auch noch mal eine Gedenkstätte. Also wir sind hier praktisch mitten in den Feldern. Und jetzt kann ich es euch hier auch mal ganz deutlich einfach zeigen, was uns bei den anderen Rheinwiesenlagern nicht so gut gelungen ist, ist einfach hier das Umfeld. Und wir sind jetzt hier unmittelbar beim Rhein. Und hier seht ihr jetzt im Prinzip nur die Agrarflächen, die man hier hat. Und hier war auch ein riesiges Rheinwiesenlager. Und natürlich sieht man auch hier jetzt wieder nichts. Ne? Also was soll man auch sehen? Wer das Video noch nicht gesehen hat, das verlinken wir euch hier unten im Video auch nochmal. Das ist, ja, es ist auch wieder ein bisschen so schwierig, das Thema einfach. Also es gab halt sehr viele Kommentare, positiv und negativ, weil es halt so aufwühlend halt auch einfach ist. Und ja, auf jeden Fall, wer es noch nicht gesehen hat, der soll sich das auf jeden Fall mal anschauen, um das Thema Rheinwiesenlager besser verstehen zu können. Und ich finde es gut, das hatten wir hier auf der letzten Tour dann nicht geschafft, noch mit anzulaufen. Weil die Rheinwiesenlager, die haben sich ja wirklich kilometerweit erstreckt. Und hier waren auch wieder Tausende von Gefangenen interniert. Gerade als man dann den Rhein da überquert hat mit der Operation Plunder, was ich euch hier vorab schon erzählt habe, sind natürlich schlagartig sehr viele gefangen genommen worden, viele Deutsche. Und die hat man jetzt hier in diese eigentlich provisorischen Durchgangslager, wie sie gedacht gewesen sind, eingesperrt. Und ja, diese ganze Geschichte dazu, die habe ich euch ja auch schon erzählt. Für viele war das nicht mal eben Durchgangslager, sondern die sind über Jahre da eingesperrt gewesen. Also teilweise ging es bis 1949, wo viele Menschen halt gefangen genommen wurden unter den schrecklichsten Bedingungen halt auch. Gut, jetzt kann man die Diskussion jetzt hier nochmal starten in dem Video. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt nochmal. Aber ja, es gab keinerlei Versorgung. Man kann jetzt sagen, okay, chaotische Umstände nach dem Krieg. Und es war alles chaotisch, kaum Nachschub und so weiter und so fort. Aber das ist ein schwieriges Thema, was halt immer noch weiter aufgeklärt werden muss. Und wo die Forschung auch noch dran ist. Und das Problem ist einfach, zu vielen anderen Thematiken zum Zweiten Weltkrieg ist es halt nicht so im Fokus. Und deshalb ist so ein bisschen der Irrglaube auch bei vielen, dass es verschwiegen wird oder dass man was verheimlichen will und so weiter und so fort. Aber es ist halt einfach weniger publik. Ja, und wenn man sich jetzt, sage ich mal, das Thema mehr in die Öffentlichkeit bringt und die Forschung noch ein bisschen mehr in den Fokus nimmt, finde ich, kann man auch da viel Aufklärungsarbeit leisten. Ne? Und so wie hier sind es halt auch nur wenig ja, Erinnerungsstücke, sage ich jetzt mal, also wenig Erinnerungskultur. Hier hat man jetzt wieder eine große Gedenkstätte, aber die ist natürlich jetzt hier weit ab vom Schuss und man muss schon wissen, sage ich mal, wo diese Gedenkstätten sind. Jeder, der hier im Umkreis wohnt, der weiß das natürlich, der weiß halt auch über die Geschichte Bescheid, wobei das halt auch differenziert werden muss. Also es gab viele Kommentare in dem letzten Video bei uns, wo viele Menschen halt auch meinen, ich bin da zugezogen, ich wusste gar nicht, dass hier sowas gewesen ist und so weiter und so fort. Und ja, also das sieht man auch da, dass das immer mehr vergessen wird einfach. Und ja, es wäre halt schön, wenn man da auch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit noch mal leisten könnte. Aber ja, wir können das halt nur bruchstückhaft mit den Videos machen. Wir sind natürlich keine Heimatforscher in dem Sinne oder ja, Studierende, die sich jahrelang mit dem Thema auch irgendwie beschäftigt haben, sondern wir reißen natürlich immer Themen irgendwo an.
und können das so in den Social Medias auch verbreiten. Aber wir schreiben uns das jetzt nicht hinter die Ohren, dass wir über alles genau Bescheid wissen und umfänglich informieren können. Dafür reicht auch die Zeit teilweise halt auch nicht. Ne? Das ist schwierig, und Menschen, die sich mit gewissen historischen Zusammenhängen befassen, die machen das ja jahrelang. Jahrelang ist da Forschungsarbeit, und das kann man nicht mal eben in irgendeinem Video oder so zeigen. Ne? Ja, also das hier war das ehemalige Rheinwiesenlager, und ja, mehr kann man jetzt an der Stelle leider auch nicht mehr zeigen. So, wir sind an der nächsten Station angelangt. Also man muss ein bisschen hier fahren in dem Bereich, aber es ist alles relativ nah beieinander. Das ist auf jeden Fall ganz interessant zu sehen. Und wir haben jetzt hier auch noch einen Punkt gefunden, der war mir gar nicht bekannt. Also wir sind jetzt hier auf dem Weg Richtung dem Fort Blücher, das nach den Napoleonischen Kriegen entstanden ist, als Sicherungsmaßnahme für die Brücke und die Stadt Wesel, um halt auch Artillerie auf Distanz und so weiter zu halten. Und da sind wir jetzt hier nochmal an dem Alt-Büderich vorbeigekommen. Hier stande, also auf dieser Wiese stande Alt-Büderich. Also hier steht es auch nochmal. Hier stand die Kirche als Mittelpunkt der Stadt und Festung Büderich. Auf Befehl Napoleons wurde aus strategischen Gründen im Jahr 1813 Alt-Büderich zerstört. Also hier auf diesem Standort also hier auf diesem Platz war die Kirche von Alt-Büderich. Das ist auch krass. Und das Tolle ist, man hat hier so eine 3D-Ansicht der Stadt und Festung mal angebracht, um das zu sehen. Also wir sind im Prinzip hier, wo die Kirche ist. Und hier ist halt wirklich noch so ein alter Wall, wie man das halt kennt. Und hier sind überall die Fachwerkhäuser und so weiter, Kontore. Das ist schon klasse. Also die komplette Stadt wurde durch Napoleon zerstört. Ich weiß jetzt nicht, was strategische Sicht war. Gut, es ist hier die Rheinüberquerung und so weiter. Aber ja, vielleicht standen die einfach im Weg für die Kanonen. Ich meine, Napoleon war ja auch nicht zimperlich und hat so gesehen ganz Europa mehr oder weniger erobert, bis nach Russland rein. Also auch da gab es ja etliche Tote von diesen ganzen Feldzügen. Hier sieht man jetzt nochmal, hier ist der Standort wirklich. Wir sind hier an der Kirche. Das ist schon interessant. Ja, diesen Bunker haben wir jetzt nicht gefunden. Also das hätte jetzt auch von der Lage her nicht gepasst, weil es da so abfällt. Wir sind jetzt eben direkt zu dem Fort Blücher gelaufen, was ihr hier jetzt noch mal seht. Ich habe jetzt ad hoc auch keinen Zugang jetzt gesehen. Ich bin ja auch der Meinung, dass das gesichert ist für Fledermäuse. Und ja, dann ist das halt so, dann kommt man nicht rein. Also alle ehemaligen Zugänge hier, könnt ihr schon erkennen, sind zu. Auch da oben die Schaben für die Kanonen, die sind auch dicht. Da hat man auch Fläche eingelassen. Ja, hier gibt es jetzt nochmal so eine Art Graben, wo wir uns drin bewegen. Aber es sieht richtig schön aus, also komplett hier geziegelt. Und nach den Napoleonischen Kriegen ist das Ganze ja... hier, guck mal, ich sehe gerade, hier ist sogar noch... das ist, glaube ich, NATO-Draht hier oben. Ja, das hat man wahrscheinlich mal richtig krass hier noch gesichert, dass hier gar keiner an das Gebäude so richtig rankommt. Ja, jedenfalls nach den Napoleonischen Kriegen hat man, wie gesagt, diese Forts gebaut, weil einfach der Zugriff über die Niederlande und Frankreich halt gegeben war und man hier praktisch in das Rheingebiet vorstoßen konnte. Deshalb war das militärisch natürlich auch damals schon wichtig, das Ganze hier zu sichern. Und man wollte halt die Stadt Wesel praktisch im Vorfeld schon mal schützen und Artillerie auf Distanz halten, damit man nicht direkt Wesel angreifen konnte, sondern erst diese Forts wie Fort Blücher oder das Fort 1 hätte überwinden müssen. Und deshalb war das damals für Preußen, das Rheinland ging ja an Preußen nach den Napoleonischen Kriegen.
hat man das hier ganz schnell errichtet, weil man das für sehr wichtig erachtet hat. Ja, jetzt ist das hier natürlich alles verwunschen, aber auch hier diese Zwischenbauten sind komplett zugemacht worden. Also hier gab es scheinbar den Zugang auch von hier in das Fort rein. Und man sieht ja auch, wie hoch das hier ist. Aber es ist keine Möglichkeit, da reinzukommen. Was zu ist, ist zu. Und vermutlich werden wir nicht allzu viel da drin auch sehen. Das geht ja schon, ist ja schon jahrelang in dem Zustand und es ist halt auch unmittelbar hier am Fahrradweg und so weiter. Also von daher werden sich immer mal Leute hier drin verirrt haben und dann hat man irgendwann entschieden, das halt umzunutzen. Und wenn dann hier halt eine Fledermauspopulation auch ist, das ist ja auch eine feine Sache, dann können die hier rein und werden dann halt nicht gestört. Ne? So hat der ganze Bau halt auch irgendwo noch einen Zweck. Ja, gucken wir uns den noch mal von der anderen Seite an. Ja, hier vorne haben wir noch mal die Front. Richtig extrem mit Efeu zugewachsen. Aber da sehen wir auch, das ist halt alles zu. Jetzt ist es ganz verwunschen hier. Ja, unsere nächste Station ist hier der Ehrenfriedhof Diersvoort. Und ja, das ist auch nochmal eine ganz besondere Geschichte hier. Ich schwenke mal hier mit der Kamera rum. Hier gehen wir einmal rüber. Der Rheinübergang Bieslich ist hier, sage ich mal, das Hauptthema, wo es sehr schwere Gefechte gab zwischen den Alliierten und den Deutschen. Und man hat das hier zum Anlass genommen, diese ganzen verstreuten Einzelgräber, diese sogenannten Feldgräber, die man überall hatte, wenn irgendwo ja, zerschossene Flakstellungen waren, Panzer und so weiter, hat man ja notgedrungenerweise die Toten vor Ort ja, beigesetzt, beerdigt im Schnellverfahren. Und ja, die deutschen Soldaten hatten in den meisten Fällen Holzgräber, also mit Holzkreuzen. Und die Kanadier und Engländer hatten solche weißen Blechkreuze. Das konnte man dann immer ganz gut unterscheiden. Und man ist dann dazu übergegangen, hier über die Jahre dann ab 46 im Prinzip die Umbettungen vorzunehmen und diese ganzen Einzelgräber, die überall verstreut waren, an den entsprechenden Stellungen, dass man da im Prinzip die Toten nochmal umbettet und hier auf diesem Ehrenfriedhof dann beisetzt. Dabei sind allerdings immer noch also 538 deutsche Soldaten sind hier beerdigt. Davon sind aber immer noch 106 der Soldaten unbekannt, also bis heute. Und die US-Amerikaner, die hat man in den meisten Fällen hat man die wieder in die Heimat überführt. Es gibt aber, glaube ich, hier auch noch in der Nähe einen kanadischen bzw. englischen Friedhof. Und da hat man dann halt die entsprechenden Soldaten dieser Nation dann beigesetzt. Ja, und hier können wir uns das Gräberfeld einmal anschauen. Man hat hier wieder diese typischen Sandsteinkreuze, die man sehr oft in dem Zusammenhang sieht. Und hier begrüßt uns im Prinzip auch schon im Eingangsbereich ein großer Grabstein, wo drauf steht: Gedenkt unseren Toten im Osten. Okay, also auch das ist noch ein Thema. Nicht nur jetzt speziell die Toten, die bei der Rheinüberquerung, also Soldaten, die bei der Rheinüberquerung ihr Leben lassen mussten, sondern halt auch Soldaten, die im Osten gekämpft haben. Ja, und hier haben wir auch diesen Fall, unbekannter Soldat. Ja, man hat sich dann wahrscheinlich, das heißt nicht die Mühe gemacht, aber wahrscheinlich auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, in den Gefechten da jetzt noch großartig einen Namen oder sowas auf das Holzkreuz zu ritzen, oder vielleicht war es nicht mehr zu erkennen. Man musste ganz schnell, sage ich mal, irgendwie
ein Grab ausheben und denjenigen dann beisetzen. Ich meine, das ist immer noch humaner, als jemanden dann einfach irgendwo auf der Straße oder so liegen zu lassen und ja, dem somit noch irgendwie die letzte Ehre zu erweisen. Ich möchte es halt auch immer gerne zeigen, weil gerade heutzutage das meiner Meinung nach nochmal eine sehr, sehr starke Rolle auch spielt, gerade im Zeichen des Krieges und Konflikte. Und dass das halt hier das Ergebnis ist. Ne? Viele Menschen jung gestorben, also nichts vom Leben. Und ich meine, heute steuert man auch auf diese Zukunft irgendwo auch zu, ne? Ob man es will oder nicht. Und auch wieder wird es halt Menschen geben, oder es gibt bereits Menschen, oder es gab Menschen vor kurzem, die da auch nicht wollten, irgendwie eine Waffe in die Hand gedrückt zu bekommen und dann in den Krieg ziehen und es irgendwo mussten. Und auch denen ihr Leben war kurz. Ja, und auch hier, wenn man wieder auf so die einzelnen Sterbedaten schaut, waren die Menschen zum Teil auch nicht alt. Ne? Es war teilweise auch Rheinüberquerung so wieder so ein bisschen das letzte Aufgebot auch. Klar gab es noch viele Einheiten mit Veteranen und so weiter, aber es wurden da auch schon viele der jüngeren Generationen rangezogen, gerade die Dienst an den Flakstellungen und so weiter hatten. Das waren alles junge Soldaten. Und ja, auch die liegen dann wieder hier. Man kann das teilweise aber nicht gut erkennen. Ich sehe immer nur 45 gestorben, aber nicht so gut wann. Der hier zum Beispiel ist 25 geboren. Ja, das sind halt auch wieder nur 20 Jahre, ne? Und das meine ich halt. So, hier kommen wir jetzt auch noch mal zu so einem Aufgang, wo hier auch noch mal ein wichtiges Grab exemplarisch angelegt wurde für alle unbekannten Soldaten. Das soll das Ganze hier noch mal als zentralen Punkt von dem Friedhof darstellen, unbekannter Soldat, weil halt hier wirklich auf dem relativ kleinen Friedhof halt sehr viele unbekannte Soldaten beerdigt wurden. Und das ist halt so der Punkt. Na, man findet zwar dann die Überreste eines Menschen, aber kann die halt nicht mehr zuordnen. Und da muss man halt immer weiter denken für Angehörige, die bis heute nicht wissen, was mit demjenigen passiert ist. Und ja, man kann das dann halt auch nicht mehr nachvollziehen. Ne? Der eine oder andere weiß es gar nicht, der wohnt vielleicht sogar hier noch und sucht immer noch oder will zumindest wissen, wo der Angehörige gefallen ist oder was mit ihm passiert ist. Und dann liegt er hier wahrscheinlich. Ne? Das sind so immer diese Unbekannten, die einfach bleiben, auch im Krieg. Dass durch die chaotischen Zustände, jetzt im Zweiten Weltkrieg auch zum Ende hin, das auch nicht mehr richtig dokumentiert werden konnte, weil es so schnelle Rückzugsgefechte auch gab. Hier hat man jetzt auch wieder so eine Sandsteintafel, wo man hier nochmal einige Soldaten erfasst hat, die hier gefallen sind. Auch hier unten Hugo Faber, 1916 geboren, 1944 in Russland gestorben. Und hier sieht man auch Diersdorf, Diersdorf, Russland, Diersdorf, Diersdorf, Haldern, Diersdorf, 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 Bregenz, Eifel. Ja, man weiß jetzt auch hier wieder nicht, ne, welche von diesen Soldaten hatten das Pech, auch noch auf den Rheinwiesenlagern gefangen, also wurden auf den Rheinwiesenlagern gefangen genommen, hatten das Pech, da gelandet zu sein. Ja, und haben dann diese widrigen Umstände auf den Rheinwiesenlagern dann nicht überlebt. Das kann auch sein. Da hat man den Krieg überlebt irgendwo, aber ist dann praktisch in diesen Lagern zu Tode gekommen. Das geht leider jetzt hier auch nicht hervor, was ich halt immer ganz spannend einfach finde zu der Historie von diesen Einzelschicksalen auch. Ne? Hier sieht man auch nochmal Ostpreußen, Russland, Kroatien, Estland, Russland, Balkan, Russland. Okay, hier sind alle irgendwo im Osten umgekommen.
Und das ist halt auch so krass, wenn man sich überlegt, wie viel 1000 Kilometer man von der Heimat entfernt ist. Und dann liegt man jetzt, so blöd wie es klingt, da irgendwo in der Walachei, irgendwo auf dem Feld oder sonst irgendwo in einem Wald oder keine Ahnung, wo das Gefecht halt gewesen ist. Und ja, keiner von den Angehörigen kann da im Prinzip dann so einfach hin. Gerade heutzutage ist es ja wieder unmöglich, dahin zu kommen und da vielleicht irgendwie nochmal so Spuren versuchen nachzuvollziehen. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Da fragt man sich immer, was wollte man da? Und da wurde man hingetrieben, um irgendwie zu kämpfen. Ne? Das ist wirklich, also ja, und das ist im Prinzip halt hier auch dieser kleine Ehrenfriedhof. Aber wie gesagt, auch eine sehr schöne Anlage, und jeder, der sich auch so für das Thema Zweiten Weltkrieg interessiert und gerne sich auch Bunker und so weiter anschaut, der sollte das auch mal machen, weil ja, das Feeling oder die Zusammenhänge da auch noch mal besser zu verstehen. Aber ich meine, für uns ist es auch interessant, durch irgendwelche Bunker zu kriechen, und das ist Abenteuer und so weiter. Aber man darf halt diesen Part immer nicht aussparen oder ja, in den Hintergrund drücken. Diese ganzen Bunker und alles, die wird es halt auch gar nicht geben, wenn dieser Konflikt nicht losgestoßen wäre. Ne? Muss man einfach so sagen. Ja, Freunde, eigentlich wollten wir jetzt zur nächsten Station, und zwar wollten wir euch noch ein Einzelschicksal eines deutschen Piloten, der 1943 in diesem Gebiet abgestürzt sein soll oder ist, zeigen. Und es gibt halt noch die offizielle Grabstelle genau da, wo er halt abgestürzt ist. Und das war, wie gesagt, 1943. Und er ist mit einer Bf 109, also mit einer Messerschmitt, geflogen. Und das ganze Gebiet ist relativ sumpfig gewesen, und man konnte ihn halt nicht bergen. Ja, das große Problem, also man hat das Ganze dann noch bis zu 10 Meter ausgeschachtet, aber der muss mit so einem Speed auf dem Boden aufgetroffen sein, dass er wirklich da in diesem morastigen Boden, keine Ahnung wie weit, nach unten ja, weggesackt sein muss. Also Augenzeugen berichten zufolge ist man direkt nach Absturz dahin und hat den Piloten auch gar nicht gefunden. Deshalb ist es auch irgendwie, finde ich, nicht ganz klar, ob er dann wirklich mit der Maschine dann da lag oder ob er nicht vorher irgendwo ja, mit dem Fallschirm raus ist. Keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz, ich werde euch die Geschichte hier nochmal einblenden zu dem Piloten. Soll es hier das Grab geben. Wir sind jetzt den ganzen Bereich abgefahren, wo es eigentlich sein sollte. Es ist hier mitten auf diesen Feldern, gibt es wohl einen Baum, der eingezäunt ist, den man ganz normal, wo man auch ganz normal hingehen darf. Aber ich finde den nicht. Keine Ahnung. Also ich habe mich jetzt im Internet, wie gesagt, schlau gemacht, und da steht halt auch eine Adresse, aber irgendwie ist da nichts. Also keine Ahnung, ob die Daten jetzt falsch sind. Und ich bin jetzt zu jedem Feld gefahren, wo jetzt irgendwo ein Baum so in der Mitte steht, weil das halt umzäunt ist. Da ist also noch so ein Zaun, wo dann in der Mitte halt auch ein Grabstein ist aus Sandstein, wie man ihn kennt. Aber ich habe jetzt hier nichts gefunden. Naja, soll halt nicht sein. Ich hätte es euch gerne noch mal gezeigt, aber nichtsdestotrotz bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen hier. Und wir hoffen, euch hat hier dieser kleine Einblick jetzt ja, wieder ein bisschen was gezeigt. Sachen Zweiter Weltkrieg und Rheinüberquerung war ja heute hier das Thema. Viele Spots angefahren in dem Umkreis, und ja, wieder viele Massen und auch Einzelschicksale. Und ja, ich hätte euch gerne das noch gezeigt, aber ja, sollte nicht anders sein. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.